Ich liebe sie, meine täglichen Routinen, von denen ich schon häufiger hier auf diesem Kanal berichtet habe. Leider bin ich irgendwie in den letzten Monaten so ein bisschen davon abgekommen und ich möchte aber wieder zurück zu meinen täglichen Routinen finden. Dieser Gedanke hat mich dazu inspiriert, dem Thema ein ganz eigenes Video zu widmen, zu dem ich euch ganz herzlich begrüße. Wie findet man eigentlich die für einen passenden Routinen und wozu das Ganze überhaupt? Ganz egal, ob es um Routinen für den Haushalt, den Job oder zur persönlichen Entwicklung geht. Falls ihr euch neue Gewohnheiten aneignen möchtet, aber nicht so genau wisst, wie ihr starten sollt oder ihr Probleme damit habt, durchzuhalten, dieses Video kann euch dabei hoffentlich ein bisschen helfen und wenn dem so ist, freue ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben, weil ihr mich damit wirklich sehr unterstützt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr tägliche Routinen habt oder in welchem Bereich ihr gerne welche etablieren möchtet. Wie eben schon kurz erwähnt, habe ich leider meine geliebten Routinen ein bisschen vernachlässigt in den letzten Monaten. Auslöser war so ein bisschen unser Urlaub im April, denn als wir danach wieder zu Hause waren, ich meine, im Urlaub hat man einen völlig anderen Tagesablauf und das hat mich irgendwie so rausgeworfen, dass ich Schwierigkeiten hatte, nachdem wir wieder zu Hause waren, wieder so weiterzumachen wie vorher. Und das stört mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte gerne wieder zurück zu meinen Routinen. Deswegen arbeite ich da gerade ganz stark dran, wieder da reinzukommen. Um welche Routinen es genau geht und auch aus welchem Grund. Dazu wird noch ein ganz eigenes Video folgen. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen möchtet, gerne den Kanal abonnieren. In diesem Video nenne ich daher nur Beispiele und keine konkreten Routinen aus meinem Alltag. Das folgt dann noch später. Man fragt sich ja berechtigterweise, warum sollte ich überhaupt solche Routinen haben? Warum muss man sich selber irgendwo Druck machen, dass man bestimmte Sachen auch wirklich erledigt? Oder auch, um manche Sachen zu verändern. Für mich haben Routinen einfach nur Vorteile. Man hat eine organisierte Tagesstruktur, die täglichen Aufgaben fallen einem leichter und dadurch spart man letztendlich Zeit und vor allem auch Energie. Es ist tatsächlich so, dass durch die bewusste Wiederholung einer Handlung im Gehirn neue Synapsen gebildet werden. Und je häufiger wir eine Sache machen, desto mehr werden diese Verbindungen gefestigt. Die Folge dessen, dass diese Handlung, die dann eine Routine wird, wie von alleine abläuft. Man macht diese Tätigkeiten dann irgendwann völlig unbewusst, wie automatisiert praktisch. Dadurch kann sich in der Theorie unser Gehirn in der Zeit anderen Aufgaben widmen. Das heißt, es kann dabei so ein bisschen abschalten und dadurch spart man einfach Energie. Außerdem sorgen sogenannte gesunde Routinen, wie jetzt beispielsweise regelmäßig Sport machen, eine ausgewogene Ernährung dafür, dass wir auch in stressigen Zeiten, wo wir eigentlich überhaupt gar keinen Kopf für diese Dinge haben, diese Sachen trotzdem machen. Die Krux des Ganzen: Es dauert eine Weile, bis sich solche Abläufe zu richtigen Routinen etablieren. Da muss man dranbleiben. Ich habe gelesen, dass einer Studie zufolge es ganze 2 Monate ungefähr dauert, bis eine Handlung, eine Gewohnheit zu einer automatischen Tätigkeit wird. Also man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen, aber es lohnt sich einfach. Es geht mit diesen Routinen einfach darum, sich den eigenen Alltag einfacher und zufriedener zu gestalten. Wichtig finde ich aber auch zu sagen, dass für jeden die Art der Routinen anders aussehen. Es muss einfach jeder für sich selbst feststellen, welche Routinen für einen hilfreich sind und mit welchen Routinen man sich wirklich wohlfühlt. Die Art der Morgenroutine, die beispielsweise für den einen perfekt ist, passt für den anderen vielleicht überhaupt nicht. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass, wenn man einen Anfang finden möchte, sich erstmal selbst so ein bisschen hinterfragen möchte: Was kommt in meinem Alltag zu kurz? Was macht mir Freude? Wo wünsche ich mir eine Veränderung? Was stresst mich und bereitet mir schlechte Laune? So kann man für sich selbst festlegen, welche Dinge man in Zukunft anders machen möchte und welche Dinge man zu einer Routine, zu einer Gewohnheit werden lassen möchte. Dabei hilft es auch, sich zu vergegenwärtigen, warum man sich bestimmte Routinen aneignen möchte. Möchte man sich beispielsweise eine schlechte Angewohnheit abgewöhnen oder möchte man mehr Ordnung zu Hause? Beispielsweise fehlt im Alltag zu lesen, weil das ist eine Tätigkeit, die einem Freude bereitet, aber es einfach so normal im Alltag überhaupt nicht schafft, einfach mal irgendwie ein Buch in die Hand zu nehmen und das einfach viel zu kurz kommt, man das aber gerne ändern möchte. Im ersten Schritt erstmal überlegen, wo in meinem Alltag könnte ich das unterbringen? Also schreibt euch auf, welche Dinge ihr ändern möchtet, welche Routinen ihr etablieren möchtet und wann in eurem Alltag das Ganze möglich ist, wo ihr das einbauen könntet. Und damit ist der allererste Schritt schon mal gemacht. Dann
fangt erstmal klein an. Nehmt euch nicht den ganzen Berg auf einmal vor, sondern sucht euch eine Sache raus, eine neue Angewohnheit, die ihr als allererstes angeht. Nimmt man sich zu viel auf einmal vor und versucht, seinen Alltag von jetzt auf gleich komplett umzukrempeln, geht das meiner Meinung nach eher nach hinten los. Dafür ist die Veränderung dann einfach zu groß, sodass es einem irgendwann nach relativ kurzer Zeit, schätze ich, schwer fallen wird, bei diesen ganzen neuen Angewohnheiten, neuen Routinen zu bleiben und man sehr schnell in alte Muster zurückfällt. Deswegen sucht euch die Sache raus als allererstes, die euch am wichtigsten ist, wo ihr wisst, das stört mich am meisten oder diese Sache macht mich am glücklichsten oder diese Sache brauche ich gerade aktuell für mich ganz, am meisten. Muss auch etwas sein, das gut umsetzbar ist natürlich. Und dann fangt mit dieser einen Sache an. Und wenn ihr da merkt, okay, es ist eine gewisse Routine schon drin, dann könnt ihr nach und nach die anderen Sachen auch angehen. Führt euch auch immer wieder euer Ziel vor Augen. Wie gesagt, es passiert einfach sehr schnell, dass man es dann doch irgendwann wieder sein lässt. Und führt euch immer wieder vor Augen, warum ihr das Ganze überhaupt machen möchtet. Bei manchen Sachen wird es einem halt einfach am Anfang schwer fallen. Thema Sport beispielsweise. Ich meine, wenn jemand vorher sehr, sehr wenig Sport gemacht hat, aber man möchte das ändern, weil man weiß, der Sport tut mir gut. Es wird einem am Anfang schwerfallen, den Hintern hochzukriegen. Und in solchen Momenten, wo ihr dann da sitzt und wisst, okay, eigentlich ist jetzt der Sport dran und eigentlich habe ich aber gar keine Lust, es ist eigentlich gerade sehr verlockend, hier auf dem Sofa sitzen zu bleiben. In diesem Moment führt euch vor Augen, wie ihr euch gefühlt habt, nachdem ihr am Tag vorher oder 2 Tage vorher oder wann auch immer man das letzte Mal den Sport gemacht hat, wie gut ihr euch danach gefühlt habt. Denkt in solchen Momenten daran, warum ihr das Ganze macht. Was ich auch ganz wichtig finde oder wie es einem vielleicht ein bisschen leichter fällt, sich manche Sachen neu anzugewöhnen, ist, neue Angewohnheiten mit bereits vorhandenen Routinen zu verbinden. Jetzt mal als ganz blödes Beispiel, ja, also um das nur mal zu verdeutlichen, was genau ich damit meine. Es stört euch, dass ihr euer Geschirr nicht direkt in die Spülmaschine räumt und die Küche daher im Laufe des Tages aussieht wie Sau. So. Beziehungsweise es stört euch, wenn ihr am Morgen in eine unaufgeräumte Küche kommt. Ihr werdet ja das dreckige Geschirr nicht am Tisch stehen lassen wahrscheinlich. Ihr habt ja wahrscheinlich schon die Gewohnheit, dass ihr das dreckige Geschirr nehmt und es in die Küche bringt. Ob man das jetzt einfach auf die Arbeitsplatte stellt oder in die Spüle räumt. So, wenn es euch stört, dass die Küche dann so unordentlich aussieht und so, dann diese Handlung mit dreckiges Geschirr in die Küche bringen, verbindet ihr dann sofort mit der Handlung, das dreckige Geschirr nicht einfach nur abzustellen, sondern direkt in die Spülmaschine zu räumen. Oder, wenn ihr keine Spülmaschine habt, direkt abzuwaschen. Ja, nur als Beispiel, um das mal zu verdeutlichen, was genau ich damit meine. Und irgendwann, wenn man das etabliert hat, wenn es für einen zur Gewohnheit geworden ist, die Sachen einfach nicht abzustellen, sondern direkt wegzuräumen oder sauber zu machen, dann kann man dann auch dazu übergehen, dann irgendwann als nächsten Schritt direkt die Spüle schön glänzend zu polieren oder zu putzen oder was auch immer. So kann man das ja dann immer weiter fortführen und so eine komplette neue Routine etablieren. Ich finde es auch wichtig, dass man es sich selbst so einfach wie möglich gestaltet. Und für mich gehört dazu, dass man auch Vorbereitungen trifft, um sich selber auch immer ein bisschen zu motivieren. Wenn ihr euch vornehmen möchtet, beispielsweise mehr Wasser im Alltag zu trinken, es ist auch sowas, was ich aus Versehen einfach häufig vernachlässige. Ich vergesse das einfach. Aber man weiß halt, man muss viel trinken, es tut einem gut. Das heißt, im ersten Schritt zur Vorbereitung, kauft euch vielleicht eine schöne Wasserflasche oder wenn ihr schon eine habt, nehmt die und bereitet sie euch auch immer vor, füllt sie immer und nehmt sie auch immer von einem Raum zum anderen mit. Das ist beispielsweise ein Fehler, den ich sehr lange gemacht habe. Ich habe mir die Wasserflasche dann gefüllt und habe sie in die Küche gestellt, aber in der Küche bringt sie mir nichts, weil ich sitze im Arbeitszimmer, im Wohnzimmer oder wo auch immer. Wenn sie in der Küche steht, trinke ich nicht. Deswegen bereitet euch die Flasche vor und nehmt sie auch immer mit euch mit. Was mich auch immer total motiviert, ist an erledigte Dinge ein Häkchen zu setzen. Daher ein weiterer Tipp von mir. Wenn ihr noch keine To-Do-Liste schreibt,
Macht das und dann setzt ihr die Sachen, die ihr neu als Routine aufnehmen möchtet, auf eure tägliche To-Do-Liste. Schreibt beispielsweise Sport machen auf die Liste und wenn ihr das gemacht habt, macht ihr ein Häkchen dran. Wenn ihr ein Bullet Journal führt, kennt ihr vielleicht auch diese klassischen Habit Tracker. Ist auch eine ganz coole Sache. Da malt man dann Kästchen aus oder es gibt ganz viele verschiedene Designs. Und so hat man dann nämlich auch immer einen Überblick bei diesen Habit-Trackern, wie oft habe ich das Ganze denn jetzt gemacht? Habe ich es auch wirklich jeden Tag durchgezogen, beispielsweise? Wie gesagt, mich motiviert sowas halt immer total, wenn ich da das Kästchen ausmalen darf oder ein Häkchen da dran setzen darf. Ganz wichtig finde ich aber auch, und ich habe es eben schon kurz angerissen, dass für jeden diese Routinen anders aussehen. Und ich finde es wichtig, wenn man merkt, dass einem eine Routine, von der man vorher gedacht hat, sie würde einem gut tun, wenn man merkt, das passt einfach überhaupt nicht zu einem und es bereitet einem mehr Stress, als dass es einem gut tut, dass man da flexibel bleibt und dann auch doch das Ganze nochmal irgendwie ändert. Du bekommst es nicht hin, jeden Tag Sport zu machen und der Gedanke, dass du es einfach nicht schaffst, das jeden Tag zu machen, stresst dich. Dann nimm dir den Stress selber da raus, indem du dir sagst, okay, ich muss nicht jeden Tag Sport machen. Wichtig ist, dass ich mich regelmäßig bewege und Sport mache. Das muss nicht jeden Tag jetzt ein 30-Minuten-Sportprogramm sein, sondern vielleicht reicht auch jeden zweiten Tag oder alle 3 Tage. Oder es reicht, wenn ich dann statt dem 30-Minuten-Sportprogramm dann auch einfach mal einen Spaziergang mache. Nehmt euch selber auch so ein bisschen bei solchen Sachen, wo ihr merkt, so das setzt mich gerade nur unter Druck und tut mir überhaupt nicht gut. Dann nehmt euch selber auch so ein bisschen diesen Stress daraus. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Routinen haben natürlich ihre Vorteile und können einem gut tun, können einem den Alltag erleichtern. Aber wenn man merkt, es ist gerade für mich nichts als Druck und Stress, dann passt das Ganze nochmal für euch an. Vielleicht gibt es auch eine andere Routine, die einfach viel besser zu euch passt. Wichtig ist, dass ihr für euch eine Möglichkeit findet, euren Alltag besser, schöner, leichter zu gestalten, so zu gestalten, dass ihr zufrieden seid. Und wie genau das aussieht, könnt nur ihr selbst wissen und was für den einen passt, passt vielleicht nicht für euch. Denkt da auch immer wieder dran, bleibt flexibel, macht euch selber keinen Druck und keinen Stress. Das versuche ich bei mir selber nämlich auch gerade. Wie gesagt, auch ich muss da gerade erstmal wieder zurückfinden und das finden, was mir persönlich wirklich gut tut und was ich auch wirklich brauche in meinem Alltag. Ich hoffe, dieses Video konnte euch vielleicht ein bisschen helfen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.